Herr Wolf, wie wirkt sich die Digitalisierung schon heute auf Ihre Arbeit als Geisteswissenschaftler aus? Ja, ich wäre als Kirchenhistoriker im Grunde genommen gar nicht denkbar ohne Digitalisierung. Ich habe ja 2 Langfristprojekte für 12 Jahre von der DFG bewilligt bekommen, die beide davon leben, dass große Aktenmengen, Datenmengen online gestellt werden können und bearbeitet. Also das große Pacelli-Projekt mit 25.000 Dokumenten geht nur digital. Das läuft jetzt übrigens schon seit 10 Jahren. Und das andere Großprojekt über die in Gabelsberger Stenografie geschriebenen Tagebücher von Michael Kardinal Faulhaber funktioniert auch nur als digitales Projekt. Und insofern ist im Grunde genommen Texteditionen und vor allem Texteditionen, die Textgenese möglich machen, also nachvollziehbar machen, wie ein Bericht wirklich bearbeitet wird. Ja. Das geht heute nur noch digital. Können Sie das vielleicht mal anhand eines konkreten Beispiels schildern? Was bedeutet das für Sie in Ihrer Arbeit? Naja, bisher hätten Sie vielleicht, wenn Sie überlegen, dass Pacelli 7.000 Nunziaturberichte geschrieben hat, dann wären Sie froh gewesen, wenn Sie in einem Buch die Endfassung dieser 7.000 Nunziaturberichte überhaupt hätten drucken können. Das wären dann wahrscheinlich so viele Bände gewesen. So, jetzt können Sie jeden Entwurf von der ersten Skizze bis zur feierlichen Ausformulierung des Schreibens an den Kardinalstaatssekretär, können Sie 3 Stufen, 5 Stufen, 7 Stufen, 8 Stufen, je nachdem, wie viele Stufen dieser Text durchläuft, können Sie durch das Layer-Modell nachzeichnen. Und Sie können farbig auch sehen, was schreibt er selber, was schreibt sein Sekretär, was schreibt der Stenotypist, was schreibt möglicherweise ein dritter Mitarbeiter. Das können Sie alles sehen. Und jetzt farbig durchklicken. Sie gehen rein, klick, Sie haben den ersten Entwurf. Beispiel: Er trifft 1917, mitten in der Schwierigkeit des Ersten Weltkriegs, erstmals Kaiser Wilhelm II. Im Hauptquartier in Bad Kreuznach. Der Pacelli geht raus und notiert sich, der deutsche Kaiser spinnt. Ein Diplomat kann aber natürlich schlecht nach Rom schreiben, der deutsche Kaiser spinnt. Also überlegt er, wie kann man diese Formulierung irgendwie besser machen, und streicht er die mal durch. Und das kann man dann nachvollziehen, bis dann die endgültige Formulierung bis dann eine endgültige Formulierung kommt, die dann vielleicht heißt, er ist nicht ganz im Lot oder ist eine schwierige Persönlichkeit oder irgend sowas. Aber Sie merken, was hat er ursprünglich gedacht. Ja. Und diesen Prozess kann man dann nachher empfinden. Den können Sie sogar ganz leicht durch Klicken nachhalten, ohne dass Sie, also das führt Sie selber im Grunde genommen, das muss so benutzerfreundlich sein, dass es Sie selber durchführt. Und das ist etwas, was Sie mit Druckdingen, mit diesen A, B, B, C, C, nie hinkriegen. Sie scheinen ja schon relativ versiert zu sein, andere Geisteswissenschaftler möglicherweise noch nicht. Darum hat die WWU auch im letzten Jahr das Center for Digital Humanities gegründet. Was ist das wesentliche Ziel, was mit diesem Zentrum verfolgt wird? Erstmal ist es super, dass es das jetzt an der WWU gibt, weil dadurch zum einen die Angst, die es immer noch in den Geisteswissenschaften gibt vor Digitalem und was ist das Furchtbares, dass diese Angst kann genommen werden. Es geht einfach um Beratung. Man muss Kolleginnen und Kollegen, auch Mittelbauer, Studierende, die Projekte machen, die muss man beraten. Man muss sagen, wenn du die Fragestellung hast, lässt sich das mit Hilfe digitaler Methoden wesentlich leichter machen oder du kriegst vielleicht sogar noch Fragestellungen rein, die du ohne Digitales gar nicht machen kannst. Also man muss die Angst nehmen, das geht durch Aufklärung im besten Sinne, aber auch durch Beratung, ganz konkrete Beratung in einzelnen Projekten. Wovor haben die Kollegen Angst? Naja, wenn ich das nie gemacht habe, also ich benutze meinen Computer als Schreibmaschine, das ist ja gut. Aber jetzt höre ich, das muss alles irgendwie sein in XML. Ja. Und XML, das kann man mit Word nicht eingeben. Da muss man so irgendwas machen wie Oxygen. Was ist das überhaupt? Und da muss man irgendwelche Befehle lernen und so. Nee. Also es ist viel Unkenntnis, Respekt und damit auch ein bisschen Angst, was da... Und das andere ist aber, wenn dann Kollegen und Kolleginnen mal anfangen, sich sowas anzuschauen, wie sowas geht, dann geht es meistens, das ist ja toll. Das müssten wir ja machen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und natürlich ganz hart gesagt, Sie werden kaum einen DFG-Antrag vernünftig machen können, in dem nicht digitale Elemente zumindest vorkommen. Und dafür brauchen wir dringend das Center, um einfach die Antragsteller zu beraten. Und ich denke, um antragsfähig zu werden, kampagnefähig zu werden, braucht die Geisteswissenschaft das. Nebenbemerkung, ich wünsche mir eigentlich bei uns, nachdem wir einen Campus der Theologien bauen, so eine Digital Theology Münster.
Okay. Man merkt, dass das für die Forschung einen großen Fortschritt bedeutet, schon jetzt und in Zukunft vielleicht noch mehr. Inwieweit können denn auch Studierende von digitalisierter Lehre in den Geisteswissenschaften profitieren? Also wir machen es ja schon immer wieder und wir sehen, junge Menschen sind viel digital affiner als ich und die sind also ganz schnell mit Dingen zugange, wo wir lang gebraucht haben, um zu verstehen, wie das funktioniert und sich das anzutrainieren. Wir machen immer wieder in Seminaren, arbeiten wir mit unseren digitalen Editionen und das sind natürlich dadurch, dass sie einfach suchen können. Also nehmen Sie mal an, Sie müssten einen Korpus von 25.000 Dokumenten mal durchschnittlich 4 Seiten, das sind 100.000 Seiten durchsuchen. Jetzt hat ein Studierender die Idee, du sagst, naja, der Pacelli berichtet über Deutschland von 1917 bis 1929. Was weiß der über die goldenen 20er in Berlin? Jetzt geben Sie einen goldene 20er, Sie geben einen Tanz, Sie geben also Stichworte. Ja. Und kriegen ein Panorama geboten und können plötzlich eine Kulturgeschichte Deutschlands aus der Perspektive des Nuntius schreiben. Ein Beispiel, worüber wir sehr gelacht haben, dann finden Sie, was ich auch nicht gesehen hatte, dann kommt plötzlich raus, also, was in Berlin passiert, schreibt Pacelli nach Rom, ist, die haben so einen furchtbaren Tanz. Das ist der Tango. Das geht aber für Katholiken gar nicht, weil die Kleider die Formen der Frauen zu sehr betonen. Ja. Dann habe ich den Studierenden gefragt, naja, gibt er denn einen Ratschlag, wie katholische Frauen tanzen sollen? Sagt er, stimmt, es gibt er. Nämlich das einzig Denkbare ist das Menuett. Ist doch klasse. Also ich lerne noch was, indem Studierende kreativ die Möglichkeiten nutzen, die sie ja sonst nie hätten. Okay, gutes Beispiel. Schönen Dank.